Prayer. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, dass ich heute moderieren darf. Unser Thema jetzt ESG-Quantifizierung mit KI. Warum Infrastruktur tatsächlich am Ende wichtiger als Sanierung ist. Und dazu freue ich mich sehr, dass ich 3 Gäste auf der Bühne habe. Gabriel, möchtest du dich als erster kurz vorschlagen und auch sagen, warum dir das Thema unserer heutigen Diskussion so wichtig ist? Mein Name ist Gabriel Kositzki, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Prayer Group. Wieso ist uns das Thema grundsätzlich wichtig? Aus einem ganz folgenden Grund. Wir reden seit Jahren jetzt über ESG und wir können aber ESG gar nicht so richtig definieren. Es gibt bestimmte Kriterien, die dazu sagen, okay, was ist E, was ist S, was ist G, aber wir betrachten niemals diese Wechselwirkung von ESG. Das heißt zum Beispiel, wir konzentrieren uns sehr stark auf E und vernachlässigen das Thema, die Mieten werden immer teurer, weil die Investitionskosten immer höher werden. Und wir müssen mal endlich damit anfangen, ESG richtig zu quantifizieren. Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir hier drüber sprechen. Sehr gut, danke dir. Lutz, ich gebe gleich an dich weiter, wenn du dich ganz kurz vorstellst und dann sagst, was dir an dem Thema der heutigen Diskussion wichtig ist. Sehr gerne. Mein Name ist Lutz Kanzja. Ich bin von der Hanse Merkur Grundvermögen und habe vor 1,5 Jahren das neu gegründete Referat ESG übernommen. Wir alle müssen uns vermehrt mit dem Thema befassen. Und was ich jetzt besonders spannend finde und warum ich hier heute auf dem Panel bin, es ist kein Geheimnis, dass die Immobilienbranche das Thema Digitalisierung ein Stück weit verschlafen hat. Ich möchte jetzt hier nicht als Nestbeschmutzer auftreten, aber das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und um die großen Herausforderungen, die wir zu haben, überhaupt manageable zu machen, glaube ich, kommen wir nur über die Digitalisierung. Und wo dann eine Datenanalyse digitaler Daten aufhört und KI anfängt, da bin ich nicht der Spezialist, aber das finde ich spannend zu hören und ich glaube, das wird ein wesentlicher Baustein sein, um all die ESG-Fragen, die vor uns liegen, besser beantworten zu können. Vielen Dank, Lutz, für diesen wirklich guten Impuls schon. Wir würden gleich jetzt starten, aber vorher wollen wir noch Eckart kurz hören. Eckart, stellst du dich kurz vor und sagst, was für dich wichtig an der heutigen Diskussion ist? Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt bremse ich damit die Diskussion schon aus, das ist natürlich schlimm. Aber mein Name ist Eckart Hersch. Ich bin Portfolio-Advisor beim Büro Happold. Ich bin in dem Thema ESG schon seit 30 Jahren drin, von daher kenne ich auch die Beginne und die Anfänge von dem ganzen Thema. Und es ist vollkommen richtig, was du gerade gesagt hast. Jetzt geht es, und du natürlich auch, jetzt geht es an die Digitalisierung. Und ich wünsche mir durch den Austausch natürlich, dass wir da weitere Erkenntnisse haben. KI ist ja so ein bisschen immer so, 50%, habe ich heute Morgen gerade gelesen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht, dass 50% eher so ein bisschen besorgt drauf gucken. Ja, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir vielleicht so ein paar Hürden abbauen, ja, mit der Veranstaltung, die wir jetzt hier machen. Super, vielen Dank. Ich habe gleich eine erste Frage, weil wir da ein bisschen Verständnis auch schaffen müssen für, wo eigentlich ESG gebraucht wird. In einzelnen Gebäuden, ja klar. Aber Gabriel, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann brauchen wir das auch für ganze Standorte, für Lagen. Kannst du das vielleicht kurz erläutern? Also wir betrachten ESG gar nicht auf Property-Ebene oder auf anderen Ebenen, sondern ESG ist von uns als erstes ein Risk-Monitoring-System. Das heißt, wir achten darauf, welche Themen kommen uns auf den Bereich Environment zu, welche Themen kommen uns auf den Social-Bereich zu, welche kommen uns auf den Governance-Themen zu. Und diese versuchen wir in unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Das heißt, wir betrachten die ganz normal auf Property-Ebene, das, was sozusagen der gesamte Immobilienmarkt macht. Also sprich, muss man eine Immobilie sanieren, was passiert mit den Mieten, sind die sozialverträglich etc. Aber wir schauen uns auch die Themen an, weil eine Immobilie kann sich nicht bewegen. Die Immobilie bleibt da, wo man auch investiert hat, müssen wir uns die Locations anschauen. Also die Area hat auch so genauso ESG-Kriterien, die dazu führen können, dass wir vorausschauend erkennen können, ob in Zukunft hier ein Milieuschutzgebiet entsteht, ob hier eventuelle Mieterhöhungsverbote vorliegen in naher Zukunft. Das heißt, bestimmte Gebiete, bestimmte Postleitzahlen können zu bestimmten Risiken führen. Und die wollen wir genauso in einem ESG-Monitoring abbilden, quantifizieren und auch eine Risikoerkennung abbilden, die uns dazu führt, dass wir eventuell in naher Zukunft kein Geld verlieren oder sogar Geld gewinnen, weil wir Chancen haben. Darf ich da gleich ergänzen? Es geht natürlich auch darum, bei der Topografie, bei der Umgebung, auch darauf zu achten, was gibt es denn für Klimarisiken? Wir sind mitten im Klimawandel drin. Hältst du dein Mikro etwas näher? Ja, super. Sicher. Und wir machen auch für viele institutionelle und auch für viele Family Offices machen wir Klimarisikoanalysen in unterschiedlichen Detaillierungsgraden, von EU-Taxonomie, Konformitätsfragen bis hin zu wirklich ganz, ganz detaillierten Analysen.
Und das wäre mal ganz interessant jetzt zu gucken, wie geht ihr da dran, ja, und wie können wir mit unseren Analysen ergänzen. Also von daher ist es richtig, was du sagst, ist auf der einen Seite Risiko, aber auf der anderen Seite, denke ich, sind auch sehr viele Kriterien schon bekannt, die man einfach auch abarbeiten muss. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass das Verständnis vom Gebäude und der Umgebung manchmal noch gering ist, weil ein Gebäude atmet, sage ich jetzt mal, ja, und es geht wirklich nicht nur darum, einfach nur Boxen zu ticken, ja, DGNB-Zertifizierung runter oder welche Zertifizierung auch immer, sondern es geht darum, das Gebäude zu verstehen, weil dann kann ich wirklich reagieren. Und dann kann ich auch sehen, was ist mit der Umgebung. Ja? Und dann Nein, das kommt Gebäude lebt ja von den Nutzern und die Richtig. Nutzer leben von der gesamten Umgebung. Welche Ja. Infrastrukturmaßnahmen gibt es in der Nähe? Welche Schulen gibt es in der Nähe? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es Restaurants? Wir können ja mal kurz was zeigen auf der Karte. Sieht man das hier schon bereits? super. Das ist sozusagen eine Abbildung, die wir aufzeigen, wie man Lagen besser kennen kann. Das heißt, wir schauen uns ungefähr etwas mehr als 300 Merkmale an, die lagenspezifisch sind. Also das heißt irgendwie wieder, wie ich wiederhole nochmal, Einzelhandel, Schulen und etc. Und versuchen das zu vergleichen mit der Nutzfläche und den Mietpreisen, die dadurch entstehen auf dem Markt. Das heißt, wir versuchen Rückschlüsse daraus zu bilden, welche der Merkmale war dann am Ende des Tages der Treiber in dieser Lage, damit die mit 16 Euro entstanden sind. Na klar, dein Neubau kann wunderschön aussehen, Neubau kann bestimmte Qualitäten liefern, aber wenn ich den Neubau genauso 1:1 mit dem gleichen Typ woanders hinstelle, kriege ich eventuell eine andere Mieter. Und man muss halt heutzutage erkennen, was sind denn die tatsächlichen Treiber dafür, dass diese Miete an diesen Standorten entsteht. Das kann dazu führen, dass ich als Investor, als Developer eventuell auch bestimmte Maßnahmen verzichte, die mir Geld einsparen, aber ich bekomme die gleiche Miete, weil zum Beispiel die exzellente Schule hier an dem Standort war der Preistreiber gewesen. Deshalb, Ja. Aber da kommen wir doch genau auf den Punkt, Lutz. Ich würde gerne deine Meinung hören. Du bist ja der Investor mit Hanse Merkur. Du kommst da rein und lässt dich beraten von Büro Happold, von Prea, schaust es dir an, sagst, Mensch, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht nicht so viel getan für Digitalisierung, aber die Gesetze sind so in der Digitalisierung, es wird ja immer schneller und schneller, man kann vieles nachholen. Wie guckst du dir das an und was ist deine erste Reaktion darauf? Ja, meine Reaktion ist, dass es bedauerlich ist, dass wir das noch nicht als Standard eigentlich haben, Ja, weil das sehr Thema gut. schreit uns ja alle an. Ihr seid ja jetzt schon wieder noch einen Sprung viel weiter, aber dass wir jetzt ernsthaft anfangen, gewisse Basics einzusammeln, in welcher Lage steht das Gebäude, das sind Daten, die sind, seit die Landkarten erfunden wurden, sind die da. Dass wir jetzt als Investoren einzeln hingehen und Lagen bestimmen, und ein Klima-Risk, ob da jetzt eine Erdbeben oder eine High-Wind-Area ist, ehrlich gesagt, da finde ich meinen Job irgendwie ein bisschen muss ich ehrlich mal sagen. Also das sollte Standard sein. Und unsere Branche und das Produkt schreit ja auch danach, dass wir das Produkt mit den Daten verbinden. Ich denke nur an so Themen auch wie Investment, An- und Verkauf. So ein Verkauf, löst der doch immer noch irgendwie kleine Erdbeben in den Unternehmen aus, weil jeder anfängt aus irgendeiner Ritze noch was zu kratzen. Das ist doch geradezu absurd. Und wir haben es, ich will jetzt hier gar nicht so negativ reden, aber ich muss noch mal trotzdem sagen, wir haben es ja verpennt. Wir hatten CAFM, haben die Digitalisierung nicht hinbekommen. Wir hatten BIM, das wurde wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Und ich sage nicht, dass BIM schlecht ist, ich sage nur, das ist ja kein Standard, der heute ausgerollt ist. Und ja, das brauchen wir absolut. Und dann brauchen wir das Add-on von euch, um dann schneller zu guten Entscheidungen zu kommen mit KI. Und wo nochmal KI anfängt und eine Analyse von digitalen Daten aufhört, das weiß ich nicht. Aber ich schreie flehend danach. Wir haben gerade eine Nachhaltigkeitsanalyse unserer 85 Objekte durchführen lassen mit externer Unterstützung. Und das war viel Aufwand und das war viel händisch und deswegen war es auch teuer. Und das können wir uns gar nicht über die nächsten Jahre bei den ausgerufenen Renditen auf dieser Veranstaltung hier leisten. Wir sind verdammt, über die Digitalisierung erfolgreich zu werden. Gekrönt von KI. Wenn ich würd- da ergänzen darf. Sehr gerne, Eckart. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben auch einen Projektentwickler, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich kann da jetzt nicht wirklich für jede Entwicklung, die ich mache, komplett alles durchzertifizieren. Also wie geht man mit solchen Sachen um? Wie ist die Strategie? Und ich sehe immer wieder, dass natürlich große Investoren bzw. große Häuser, die viele Immobilien haben, sich plötzlich Ziele setzen, wo ich mir dann das Portfolio angucke und sage, das erreicht ihr nie. Das wird nie erreicht. Ja, also wenn wir Assets uns angucken oder Portfolios uns angucken mit dem Thema Embodied Energy, dann musst du musst ja richtig runterkommen mit der Kurve. So, und jetzt gebe ich das direkt zurück an dich, Lutz. Jetzt kriegst du diese Antwort. Das erreicht ihr nicht. Ihr habt da Ziele, die könnt ihr nicht erreichen. Wie geht ihr denn damit um? Ja, wir sind mal zuerst in der ja, wir rufen durch.
Wir sind zuerst mal in der glücklichen Situation. Wir sind erst 2015 als Asset Manager der Hanse Merkur ins Leben gerufen worden, hatten immer die Strategie, Projektentwicklung zu erwerben und haben deswegen grundsätzlich mal gesagt, ein relativ junges Portfolio. Ja. Wir haben aber in unseren Produkten über 80 institutionelle Investoren, also das ist nicht nur das Kapital der Versicherung, und wir schulden Antworten auf unsere Vorschläge und Strategien. Und wir sind gerade dabei, und die Ergebnisse unseres jungen Portfolios haben ergeben, dass wir alleine jetzt schon mal wegen den regressiven CO2-Koeffizienten, das heißt, die verbessern sich ja durch mehr Einspeisung regenerativer Energie, schon zu einer Verbesserung kommen. Theoretisch könnten wir uns für den Großteil unserer Objekte erstmal 10 Jahre schlafen legen. Das reicht aber nicht. Und dann, Warum nicht? Und dann gibt es weitere Maßnahmen. Ich sehe das immer alles gar nicht so dramatisch. Also wenn ich einen alten Immobilienbestand habe, sind die Herausforderungen zweifelsohne größer. Ich denke zum Beispiel, ich denke an die Parteizentrale der Grünen, die seit Jahren versuchen, eine Wärmepumpe einzubauen, und das funktioniert nicht, weil es ein alter Bestand ist. Aber Eckhard, du hast gerade eben gesagt, das reicht nicht. Wenn wir einfach nur mal schauen, ja, für 10 Jahre würde es vielleicht doch reichen, aber warum reicht es nicht? Weil erstmal natürlich in einem Gebäude leben, haben wir, wie wir auch selber als Personen, einen gewissen Alterungsprozess. Ja? Und da muss man sich natürlich genau angucken, wenn ich ein Gebäude habe, wenn ich ein Portfolio habe, wie viel Embodied Energy ist da schon drin. Und wir haben viele Kunden, die sagen, ach, reiß doch die TGA einfach raus, wir machen das alles neu. Genau den Ansatz fahren wir nicht. Wir haben ein eigenes Lifecycle Assessment Team, was uns sofort sagt, halt mal, nein, wir können das und das weiter brauchen. Ja, also das muss man nicht alles rausreißen. Damit fängt es schon an. Und dann geht es natürlich in Richtung Dekarbonisierung des Betriebes. Ja, da gibt es natürlich die Maßnahmen, die wir alle, glaube ich, kennen. Und wer sie noch nicht kennt, kann gerne zu uns kommen. Gibt es sehr viel, was man machen kann. Und dann geht es natürlich auch als nächstes dran, was kann ich sozusagen noch an regenerativen Energien dazu steuern. Weil sie kommen, oder man kommt letztendlich nicht auf Net Zero so leicht, je nachdem, welche Lage das Gebäude hat. In einer innerstädtischen Lage, wo ich kaum Fläche habe, wo ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen kann, da wird es einfach schwierig. Ja? Und im Portfolioansatz kann ich dann natürlich sehen, halt mal, da habe ich vielleicht noch andere Immobilien, wo ich ein bisschen mehr reintun kann. Und dadurch bringt das natürlich meine Portfolio-Performance weiter nach oben. Ja. Und dann kommt natürlich das Offsetting. Ja, das ist dann sozusagen dann der letzte Schritt. Und das wird, wenn ich mich nicht irre, jetzt gerade in Zeiten gestiegener Zinsen deutlich wichtiger, die Bestände zu optimieren. Absolut, absolut. Also wir haben jetzt am Freitag, haben wir an unserem Stand, wenn ich das kurz sagen darf, im Deep Carb Stand, haben wir eine Präsentation, wo genau das gerade gezeigt wird. Ja, also von daher kann ich darauf verweisen. Und da geht es genau um diesen Punkt. Jetzt gehen wir doch mal die Brücke, schlagen wir die Brücke. Du sagst, eigentlich für die paar Jahre würde es vielleicht reichen. Der Eckhard sagt, naja, nee, du musst schon größer rangehen mit dem Portfolio. Und jetzt nehmen wir vom Portfolio, übertragen es auf den Standort, auf die Lage. Ja, und dann sagen wir, ja, aber wir haben hier eine größere Lage, ein Quartier eigentlich, dass wir mit ESG-Risiken komplett untersuchen können, um dann für den Investor das zusammenzubringen. Verstehe ich das richtig? Richtig, ja. Okay. Richtig. Und dann habe ich ja alles verstanden. Das ist ja sehr schön. Also im Endeffekt, was bringt es uns, wenn wir bestimmte Lagen quantifizieren können? Ja. Wenn wir bestimmte Lagen quantifizieren können und daraus auch einen Standard bilden können, sind wir doch besser als Gesellschaft oder auch als Politik in der Lage, bessere Regulierungen zu betreiben. Aktuell ist ja alles so überreguliert. Wir haben immer das Gefühl, aha, da gibt es ein paar Fördertöpfe, die funktionieren. Auf der anderen Seite sind die zu wenig, weil hier in Berlin-Mitte jetzt mit irgendeinem geförderten Wohnungsbau zu gehen, bringt nichts, weil das Grundstück einfach viel zu teuer ist. Und mit bestimmten Quantifizierungen von bestimmten Areas, die man auch eingrenzen kann, also in Form von Wohnquartieren, Postleitzahlgebieten, kann man viel besser Regulatorik betreiben, dass man sagen kann, okay, zu bestimmten Bodenwerten oder zu bestimmten unsanierten Beständen kann man in anderen Postleitzahlbereichen andere Fördertöpfe vergeben oder andere Miethöhen herauskristallisieren. Preisgedämmtes Wohnen muss nicht überall gleich teuer sein. Es kann sozusagen heterogen aufgebaut werden, aber um es heterogen aufzubauen und uns fair aufzubauen, brauchen wir natürlich Daten dafür. Und mit Daten und Machine Learning Systemen sind wir in der Lage, so ein Benchmarking abzubilden. Dann ist die KI eine wollmilchlegende, nee, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau? Kann man das so sagen? Oder lieber doch nicht, sondern es ergänzt sich mit Analysetools?
Also ich als Nicht-KIler und Nicht-ITler sage einfach, ja, es ist die eierlegende Wollmilchsau, weil ich es mir einfach machen möchte. Dass es natürlich nicht so einfach ist, das liegt ja auf der Hand. Aber meine Überzeugung ist, was ich eingangs sagte, wir müssen überhaupt mal machen, dass die Immobilienbranche in der Digitalisierung zu Hause ist und dann, und das ist ja eben schon der nächste Schritt, mit KI intelligentere, risikoadjustiertere Entscheidungen zu treffen, weil auch um den Punkt nochmal aufzunehmen, auch wir treffen natürlich, was ESG betrifft, risikoadjustierte Entscheidungen oder Vorschläge, die wir unseren Anlegern präsentieren. Das ist das oberste Gut. Wir wollen uns nicht selbst verwirklichen zum Thema ESG und deswegen müssen wir die Dinge immer abwägen und dazu brauchen wir Daten, Inhalte als Entscheidungsgrundlage. Na, wir brauchen Daten, die lesefähig sind, und wir brauchen diese Datensätze in einer Cloud-System, die dann auch automatisch diese gesamten Prozesse selber auswertet. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt diese Graph anschaut, der nicht mehr oben zu sehen ist. Können wir noch mal die Grafik sehen? Ja, du kannst erst mal weiterreden, das kommt gleich. Also bei so einem Graph haben wir das Thema, wo wir gezeigt haben, okay, wir haben 300 Merkmale für den Standort, 300 Merkmale in Datensätze aufgebrochen. Bei einer Postleitzahl wie zum Beispiel in Berlin würde es heißen, man hat ungefähr so 10 bis 20 Millionen Daten, die man auswerten muss. Und das will ja keiner machen. Und kein Mensch würde 20 Millionen Daten sauber auswerten. Das kann auch nicht mal eine Excel-Tabelle, dafür würde ein Excel auseinanderbrechen, geschweige irgendein veraltetes SAP-System. Aber wenn wir sozusagen über moderne Cloud-Systeme sprechen, die in der Lage sind, solche Datensätze massiv auszuwerten und auch uns Insights zu liefern, haben wir einen Automatisierungsprozess, der dazu führt, dass wir als Immobilienentscheider die besseren Entscheidungen treffen können. Das ist sozusagen eine Beihilfe zu unserer alltäglichen Entscheidung, die wir jeden Morgen treffen müssen, wenn wir aus dem Bett aufstehen. Ne, ich find das Beispiel, das schon mehrfach genannt wurde, aber ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wenn jemand Schach, du hast es erwähnt, wenn jemand Schach spielt und daneben einen Schachcomputer hat, der einem die verschiedenen Routen und Züge nochmal durchrechnet und sagt, ja, wenn du das machst, passiert das, könnte das passieren. So ähnlich stelle ich mir das vor. Es sind also entscheidungsunterstützende Tools, die KI bietet. Ja, also das würde ich auch so sehen. Also ich sehe es nicht als die eierlegende Wollmilchsau. Es gab jetzt gestern gerade einen sehr interessanten Artikel von einem New Yorker Architekten, der sehr viel mit KI arbeitet und der gesagt hat, 98% der Architekten werden obsolet. 98%. Andere Architekten haben gesagt, mit Sicherheit nicht. Also ich vergleiche das mit den Anfängen der Simulationsmodelle, ja, mit Tageslichtsimulationen, thermische Simulationen, wo man gesagt hat, hey, hier kann man coole Sachen machen. Habe ich auch vor vielen, vielen Jahren schon mit angefangen. Aber ich war vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich, weil ich dem Bauherrn oder Investor auch gesagt habe, ja, die Realität sieht trotzdem anders aus. So, dann bekam ich erstmal die Antwort, ja, warum habe ich dich denn dann? Ja, ich habe gedacht, du gibst mir jetzt genau das, was ich in der Zukunft habe. Und dann habe ich ihm erstmal erklären müssen, dass es sozusagen Testreferenzjahre sind und dass der Nutzer eben auch noch eine Rolle spielt. Ja? Und auch das Handling, also da bin ich mal gespannt, was du sagst, dass ein Tool muss immer bedient werden. Und es ist so gut wie der bedient, oder? Richtig. Und dafür müssen Tools auch, ganz zu meiner Softwareentwicklung, müssen Tools so entwickelt werden, dass die benutzerfreundlich sind. Also worüber wir ja heute reden, sind ja hochkomplexe Datenströme, die wir in bestimmten Modellen abbilden, die ja der normale Mensch, der sozusagen sein Leben lang in der Immobilienbranche gearbeitet hat, nicht lesen kann, weil das ein Code ist, der geschrieben wird. Diese Codes müssen aber dann am Ende des Tages in benutzerfreundliche Oberflächen entwickelt werden, wie die ganz normale Software, die man am Ende des Tages, man nimmt sein Handy aus der Tasche und kann sozusagen auf Knopfdruck das Modell auslösen, dahinter läuft ein Algorithmus oder dahinter läuft eine Serverleistung und man hat das Ergebnis. So einfach muss es heutzutage stimmen. Lutz, habt ihr eine eigene eine eigene Softwarelösung für solche Sachen oder greift ihr auf was anderes zu, wenn du das sagen darfst? Zum Thema, ich glaube, das darf ich sagen, zum Thema ESG haben wir das noch nicht. Die Daten, die wir jetzt im Rahmen unseres ESG-Projektes alle erhoben haben und dazu gehört auch eine komplette Aufnahme nach eCore, wollen wir natürlich ins eigene Haus bringen, damit wir mit den Daten auch arbeiten können. Und das ist jetzt für uns der nächste Schritt, dass wir uns da eine geeignete Software eben zulegen. Und ich kann natürlich das nur aufnehmen, was du gesagt hast, eine anwenderfreundliche Software, da öffnen sich, glaube ich, alle Herzen hier, wenn wir das hören. Wenn ich mir jetzt das mal anschaue, gerade bei Portfolien, und spielt ja auch das Thema Datentransfer dann eine große Rolle, weil manchmal wechseln Portfolien ja auch mal den Eigentümer. Passiert.
Ja, nein, also schön, du guckst mich gleich an, also von daher reagiere ich auch gleich. Freut mich, dass du das gesagt hast mit eCore. Also ich habe die Weiterentwicklung der unterschiedlichen Kataloge habe ich mit betreut als externer Spezialist. Und da haben wir genau darauf geachtet, ja, dass der Projektentwicklerkatalog diese Fragen dann automatisch in den Bestandshalterkatalog übergehen. Ja, weil das macht ja Sinn. Ja, also ich habe mich vor 25 Jahren, als ich beim Projekt Potsdamer Platz von der Daimler Chrysler AG mit dabei war, habe ich mich gefragt, warum sitzt keiner vom Facility Management hier beim Planungsteam mit dabei? So, und jetzt sind wir soweit. Jetzt sitzt einer dabei. 25 Jahre später. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei Pflegeheimen, wenn kein Koch dabei sitzt. Ja. Ja, denn der muss ja jeden Tag dann kochen. Ja, Ne? Also genau. das ist schon wichtig. Ja. Ja? Kommen wir doch nochmal auf ein Thema zurück, das mich interessiert, nämlich das Thema Klimarisiken, Ja. ja, bei Bestandsgebäuden. Die gesamte regulatorische Sichtweise ist ja jetzt im Moment im Fluss. Im Oktober wird es wieder ein neues Gesetz geben. Es gibt die ersten Entwürfe dazu. Es wird eine Bestandssanierungserleichterung geben. Und trotzdem muss man ja langfristig reagieren und langfristig Berechnungen anstellen. Wie geht ihr da vor? Bitte, Entschuldigung. Wie geht ihr da vor? Also also zum einen, dass ihr es schafft, irgendwie für die Bestände zu sagen, ja, vieles ist im Fluss, politisch, regulatorisch, wir können nicht alles sofort entscheiden, aber wir haben eine Tendenz, in die es geht. Also bestimmte Sachen sind absehbar. Okay. Ja, also sag mal so, ich bin ja auch Hast nicht du Beispiele? Einstein 2.0, aber ich habe vor 30 Jahren auch schon gewusst, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, ich bin nicht Einstein 2.0. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen kann, mit der EU-Taxonomie gibt es 6 Umweltziele, 2 sind genau definiert, die anderen 4 noch nicht, da sind sie gerade dabei, alles gut. Aber wenn ich mir Kreislaufwirtschaft angucke, dann sage ich ja, okay, 70% muss recycelt werden, dann weiß ich, okay, wenn ich das als Hauptziel nehme, dann wird es 90%. Vielleicht auch nur 95%. Also ich meine, da muss ich nicht weit gucken, um zu erahnen, in welche Richtung das geht. Ja. Und wir gehen aber einen Schritt darüber hinaus, weil das nicht sozusagen für den Kunden ist es eine Sache, der nimmt zum Beispiel eine EU-Taxonomie Vorzertifizierung, also ein Pre-Screening, manchmal auch, um dem möglichen Käufer zu zeigen, okay, da stehst du mit deiner Immobilie, die du eventuell kaufen willst, und das musst du noch nacharbeiten, wenn du das sozusagen übernimmst. Aber dadurch hat er schon mal eine Einschätzung, wo ich stehe. Ja, wenn man sozusagen das Geld nicht ausgeben will, um sozusagen komplett die EU-Taxonomie-Konformität zu bekommen. Und dann gibt es eben nochmal so Sonderprobleme, wenn jemand, der ein großes Portfolio hat, mitten in der Stadt, da gibt es unterschiedliche, ob in Paris, in Leipzig, wo auch immer, kommt plötzlich die Situation auf, dass steigendes Grundwasser da ist. Ja? Und das ist in einer Situation, wo es wohl möglich keine weiße Wanne gegeben hat oder eben eine weiße Wanne nicht im entsprechenden Betonqualität. Von daher gibt es ein Problem. Und jetzt ist die Frage der Häufigkeit und dann die Frage, was kostet es? Also bei Klimarisiken muss ich mal zugeben, dass das Thema, und ich bin absolut kein Klimaleugner, das Gegenteil ist der Fall. Aber das ist für mich so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, wir machen so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Weil ich war vorher 10 Jahre lang bei den großen Blauen aus Hamburg im internationalen Bereich und ich meine, ganz viele Fragen zum Klimarisiko, die hat man sich ja schon vorher gestellt. Also mein Semester weiß noch das Stichwort Schürmann-Bau in Bonn. Wenn ich am Fluss baue, dann mache ich mir gewisse Gedanken. Wenn ich auf dem Berg baue, mache ich mir Gedanken. Und wenn ich in Ländern baue, wo ich ein hohes Erdbebenrisiko habe, dann habe ich auch schon mal bei Erdbeben nachgedacht. Und jetzt irgendwie flächendeckend das alles zu dokumentieren, das sind so Themen, die gehen für mich in Beschäftigungstherapie. Und was wir brauchen, sind erstmal die richtigen Hebel, damit wir dieses Thema ESG voranbringen und uns hier nicht tot dokumentieren. Und deswegen merkt man vielleicht schon, geht mir bei dem Thema immer so ein bisschen der Puls hoch. Nein, Du schüttelst mit dem Kopf. Es ist schön, sozusagen immer einen Puls zu bekommen. Das ist ja auch immer ganz angenehm, nicht immer sozusagen auf der gleichen Linie. Wo fange ich da jetzt an? Also in Leipzig zum Beispiel wurde der Grundwasserpegel von der Stadt einfach auf einem gewissen Niveau gehalten. Die haben plötzlich gesagt, nee, machen wir nicht mehr. So, jetzt haben unterschiedliche Gebäudebesitzer haben gesagt, ja, schön. So, jetzt kommt bei uns das Wasser rein. So, und was jetzt? Das ist eine Frage, wen du sozusagen als Mieter hast. Wenn das Institutionelle sind, dann sagen die, ich habe hier Ausfall. Das ist ein Versicherungsthema, das ist ein Kostenthema. Also deshalb gehen wir auch, ich kann nicht verstehen, ich weiß auch, woher du kommst, aber deshalb gehen wir auch kaskadisch vor, dass wir sagen, erstmal die Wahrscheinlichkeit ermitteln. Ja? Ist das ein niedriges Risiko, mittleres, hohes Risiko? Wenn das ein hohes oder mittleres Risiko ist, dann guckt man da weiter rein. Ja? Ist das ein Kombinationseffekt? Wie häufig tritt der auf? Und wir wollen mit Sicherheit nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber wir wollen sozusagen auch natürlich für die Kunden vorsorgen. Das Thema Grundwasser ist ja insofern spannend, weil das ja tatsächlich nicht mit dem einzelnen Asset zu tun hat, sondern mit der Lage.
mit dem Standort. Das heißt, da kann man Klimarisiken, ESG-Risiken tatsächlich für größere Standorte einfach mit Modellen berechnen, mit KI-Modellen. Grundsätzlich ja, es ist immer die Frage, wie die Daten erhoben sind und wie man sozusagen die Daten am Ende des Tages modelliert. Also wenn man jetzt, sagen wir, jetzt im Bereich Klimarisiken geht oder grundsätzlich, wenn man sich um die Prognosen von Wetterdaten sich anschaut, die sind ja teilweise ziemlich ungenau, je mehr wir in die Zukunft gehen. Es gibt aber auch Modelle, zum Beispiel gibt es jetzt ein AI-Modell, das existiert schon seit ein paar Jahren von Huawei, die ein ganz anderes Modell haben, wie man mit Daten umgeht, um halt Wetterprognosen zu machen. Und deren Prognosen sind bis zu 4-5 Tage ganz genau. Die können in mehreren Tagen im Voraus sagen, um so viel Uhr ist so und so ein Wetter. Die Genauigkeit ist deutlich höher als unsere Modelle, die wir nutzen. Also die Frage ist weniger manchmal, ob es überhaupt funktioniert, sondern dass unser Umdenken, dass wir bestimmte alte Strukturen aufbrechen müssen und uns mal neu positionieren müssen. Das ist eher, glaube ich, das Thema. Wir sind heutzutage schon technologisch sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir müssen nur aber als Gesellschaft manchmal bestimmte Themen überdenken und neu positionieren. Und das gilt dann auch für eure Assets, diese Assets neu positionieren. Ja, aber dieser Sehr vorsichtig, eine Versicherung, Entschuldigung, eine Versicherung. Also das trifft alles zu. Ich will nur aus manchen Objekten nicht so ein Riesenthema machen. Also das ist immer so, als wenn da Goliath vor uns steht. Ja. Es gibt Sicherheit Immobilien und auch wir haben irgendwo auch in unserem relativ jungen Portfolio noch welche, wo wir noch echte Herausforderungen vor uns haben. Keine Frage. Aber so diese Aussage, die Immobilienbranche und alle Portfolien müssen jetzt repositioniert werden, das hört sich immer so an für mich, als wenn da jetzt irgendwas Intergalaktisches um die Ecke kommt. Und ich nehme mit, um jetzt auch mal hier nochmal was Positives zu sagen, es gibt hier so viele Innovative. Ich habe noch nie so viel Innovationskraft in dieser Branche erlebt wie die letzten Jahre zum Thema ESG. Es gibt genug, die immer wieder auffordern, Leute, nehmt euch die Themen, fangt doch mal mit irgendwas an, fangt doch mal damit an, dass ihr abends das Licht ausmacht und den Computer runterfahrt. Es gibt die uns über intelligente Steuerung die Klimaanlagen gleich 10-20% Energie sparen. Das finde ich so irre, dass wir hier mit Dokumentationen und Vorgaben und Schwierigkeiten jonglieren. Wir müssen mal anfangen, anzufangen. Ja, das ist richtig. Aber ohne die Vorgaben wäre es jetzt immer noch nicht in Gang gekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Da braucht die Branche, da braucht der Mensch, weil der steckt hinter der Branche, braucht da Druck. Dem würde ich mich, glaube ich, anschließen. Aber das ist doch ein schönes Schlusswort auch, wenn wir jetzt sagen, ja, die halbe Stunde geht sehr schnell rum. Das ist ja das Gute, wir drücken aufs Tempo. Wenn man sagt, okay, Leute, schaltet euren gesunden Verstand ein. Wenn du das Büro verlässt, mach das Licht aus. Ja. Das würde, also wenn man das irgendwie strukturieren könnte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich da vielleicht noch Automatisieren könnte. Ja, das kann man auch. Aber das Interessante ist, dass der Mensch sich in den Büroräumlichkeiten nicht dafür verantwortlich fühlt. Er regelt nicht. Also ich habe Bilder, wo die Leute sagen, es ist mir zu dunkel und im Hintergrund sieht man, dass sie den Blendschutz zugemacht haben. Ja, also kann man einfach nur sagen, gut, das geht ja nicht auf die eigenen Taschen. Also ganz einfach gesagt, also wenn ich im Büro als Arbeitnehmer jetzt arbeiten würde, ich spüre doch gar nicht, wie viel der Strom mich kostet, weil ich halt nicht am Kontostand sehe. Auch das, aber es hat natürlich auch was mit visuellem Komfort zu tun. Ne? Wie fühle ich mich behaglich, wie fühle ich mich wohl? So, und diese Behaglichkeit in einen Ausgleich zu bringen mit Nachhaltigkeit und mit Eigenverantwortung, das müssten wir im Umgang mit Immobilien einfach mal auf den Einzelnen runterbrechen. Ich glaube, das wäre ein erster großer Schritt. Und wenn da die KI uns unterstützen kann, mit Incentives, ja, und Berechnungen, dann wäre das auch noch sehr, sehr gut. Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese lebhafte und gute Diskussion. Vielen Dank, Gabriel. Vielen Dank, Lutz. Vielen Dank, Eckhard. KI wird nicht alles schaffen, aber KI ist eine große Entscheidungshilfe. Vielen Dank. Prayer.